Im heutigen Video zeige ich dir, wie man atemberaubende Tropfenfotos macht. Wir bleiben heute aber nicht nur bei den Basics und beim Aufbau, der vielen von euch sicher schon bekannt ist, sondern wir gehen heute noch einen Schritt weiter. Ich teste verschiedene Flüssigkeiten und schaue, welche ist wirklich am besten geeignet, für die schärfste Blumenreflexion zu machen, und ich probiere sogar auch noch aus, ob sich bei dieser Technik auch das Focus Stacking bewährt. Wenn dich all das interessiert, dann bleib unbedingt dran und probiere selber solche Fotos zu machen. Was brauchen wir denn für unser heutiges Fotoprojekt? Selbstverständlich brauchen wir eine Kamera, vorzugsweise mit einem Makroobjektiv, damit wir die winzig kleinen Tropfen möglichst gross darstellen können. Nachher brauchen wir irgendein Blatt, ein Gras und etwas, wo wir das fixieren können. Hier habe ich so eine Krokodilklemme. Und natürlich eine Blüte. Bei den Blüten empfehle ich eher eine größere Blüte, die möglichst flach ist. Zum Beispiel Rosen gehen auch, aber die sind eher grösser. Eine flache Blüte wie die wunderschönen Gerbera, die ich heute gefunden und gerade mit heimgenommen, die mich inspiriert haben zum heutigen Video. Die sind perfekt geeignet. Sonnenblumen sind zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit. Margeriten, alle Arten von Blumen funktionieren. Es funktioniert sogar mit einem Bild von einer Blume, entweder einem gedruckten oder auf einem Bildschirm. Das würde auch gehen. Aber ich habe gerade mehr Spass an meinen richtigen Blüten hier. Dann brauchen wir irgendeine Flüssigkeit, eine klare, zum Beispiel Leitungswasser, irgendetwas für Tröpfe zu machen. Das kann zum Beispiel eine Spritze sein oder eine Pipette. Und je nachdem ist es hilfreich, wenn wir noch gewisse Akzente setzen können, also zum Beispiel so kleine LEDs oder auch eine Taschenlampe ist geeignet. Und dann kommen wir bereits zum Aufbau der ganzen Sache. Wir müssen die Kamera, unseren Wassertropfen und unsere Blüten in eine Linie bringen. Da müssen wir mit der Höhe ein bisschen basteln. Wo wir das machen, ist übrigens egal. Das funktioniert draussen mit Tageslicht, es funktioniert drinnen mit Kunstlicht oder auch mit Fensterlicht. Machen kann man es überall. Also alles auf eine Linie, auf die gleiche Höhe bringen. Die Kamera, irgendein Blättchen oder Gras mit meinem Tropfen drauf und hinten dran die Blüte, die frontal Richtung Kameralinse ausgerichtet ist. Und wenn wir diesen Aufbau mal haben, dann kann es bereits losgehen. Sobald unser Aufbau steht, platzieren wir vorsichtig mit der Spritze da unseren ersten Wassertropfen. Wenn ihr den Aufbau gemacht habt, dann stellt ihr vielleicht das Gleiche fest, was hier jetzt ebenfalls passiert. Der Tropf ist rund und er reflektiert eben alles. Einerseits wollen wir ja die Reflexion, wir wollen ja unsere Blüten spiegeln im Wassertropfen. Das Problem ist aber, dass sich jetzt alles andere, da die ganze Wohnung ringsherum, ebenfalls noch spiegelt. Und das können wir eigentlich auf zwei Arten verhindern. Möglichkeit 1 ist, wir nehmen einfach alles andere weg. Das können wir entweder machen, indem wir das Ganze hier einpacken, zum Beispiel weiß oder schwarz. Das ist aber sehr, sehr aufwendig. Die einfachere Option für einen Raum wegzunehmen wäre einfach Licht weg, dunkel machen und das Licht nur noch auf unsere Szene. Dann ist einfach alles andere schwarz und fällt viel weniger auf. Noch gäbiger und funktioniert ebenfalls draussen bei Tageslicht ist, dass wir einfach die Distanz von unserer Blüte vom Hintergrund zum Wassertropfen ändern. Je näher dass wir mit dem Hintergrund kommen an den Tropf, ich zeige jetzt das hier schnell mit meiner Hand, umso mehr können wir den Tropf auffüllen und wenn wir weiter zurückgehen, habe ich viel mehr Umgebung. Wir müssen also die richtige Position finden zwischen Kamera, Tropfen und dem Hintergrund. Darum auch wieder eine grosse Blüte, die flach ist, wählen. Das hilft, dass das einfacher ist und ihr nicht extrem nach her müsst gehen. Und ich probiere jetzt hier die perfekte Einstellung zu finden für mein erstes Bild und nachher zeige ich euch, wie es weitergeht. Das Geheimnis besteht also darin, die Blüte hinter meinem Tropfen so zu platzieren, dass die Blüte genau ausgefüllt ist. Wenn ich zu nachher gehe, sehe ich irgendwann schon nur noch die Innenseite der Blüte, das ist auch schade, aber
ich gehe wirklich genau so weit weg, bis meine Blüte der Tropfen mehr oder weniger bis zum Rand ausfüllt. Da muss man ein bisschen basteln, ein bisschen ausprobieren, auch mit Winkeln, mit Abständen spielen. Aber das kommt wirklich je nach Tropfengrösse, je nach Blütengrösse und je nach Objektiv und Kamera, die ihr verwendet, sehr darauf ab. Da ist einfach ein bisschen basteln, ausprobieren und spielen angesehen. Ich habe jetzt auch noch meine Videoleuchten ausgemacht, das heisst, ihr seht mich natürlich nicht mehr so gut. Wir konzentrieren uns jetzt aber gerade wieder auf unseren Tropfen. Der ist jetzt natürlich ganz im Feinsteren, aber wir haben keine Reflexion mehr drin, die vorher so störend weiss noch da war. Und ich kann jetzt viel punktueller hier noch mit meinem Licht arbeiten. Ich habe jetzt hier eine Taschenlampe, das ist jetzt zum Teil natürlich zu hell, da müssen wir dann ein bisschen ausprobieren. Aber ihr seht, ich kann hier natürlich das Licht noch viel schöner machen. Ich empfehle euch vor allem Licht auf dem Hintergrund und auf dem Tropfen selber eigentlich nicht. Es wirkt viel besser, wenn alles erleuchtet wird, eigentlich der Vordergrund fast zu hell. Auch da wieder müsst ihr ausprobieren mit euren Abständen, mit der Helligkeit der Lampe, die ihr braucht. Das geht zum Beispiel auch so LEDs, die haben ein bisschen weniger Power, die kann man irgendwo herstellen, richten und dann könnt ihr das Licht genau so einstellen, wie ihr es wollt. Das ist eigentlich der letzte Schritt und jetzt sind wir bereit schon für unsere Fotos zu machen. Die Basics sind klar und eigentlich könnte ich das Video jetzt hier aufhören. Aber ich habe ja am Anfang versprochen, heute gehen wir einen oder sogar 2 Schritte weiter. Ich habe bis jetzt mit normalem Leitungswasser, da wunderbarem, krattiger Hahnenwasser geschaffen. Ein bisschen Herzwasser mit ein bisschen viel Kalk, aber wir haben eine Entkalkungsanlage im Keller und darum tut sich das wieder ein bisschen aufheben. Ich möchte heute aber noch überprüfen, was passiert, wenn ich da ebenfalls noch probiere zu optimieren. Ich habe noch 2 weitere Optionen heute. Ich habe nämlich einerseits noch destilliertes Wasser dabei und ich habe andererseits noch Glycerin dabei. Was sind meine Ideen, was Vor- und Nachteile könnten sein? Ich habe das Gefühl, beim normalen Hahnenwasser, dort sind Mineralien drin, eben vielleicht Kalk drin, dass der Tropfen ein bisschen trüb werden könnte. Und ich stelle mir vor, dass beim destillierten Wasser der Tropfen noch klarer werden könnte. Das wollte ich jetzt testen. Und die dritte Variante neben diesen 2 Wasserarten wäre noch Glycerin. Glycerin hat den Vorteil, dass es dickflüssiger ist und ich kann mir vorstellen, dass ich möglicherweise hier größere Tropfen machen kann. Ich habe aber das Gefühl, wahrscheinlich ist es zu trüb und es ist auch so ein bisschen ölig, fettig, glibberig. Es könnte auch sein, dass es wegrutscht. Das teste ich aus und ich nehme jetzt euch da nicht irgendwie eine halbe Stunde lang mit, wie ich da mit jedem Tröpfchen mache, sondern ich tue alles testen. Wasser, destilliertes Wasser und Glycerin und zeige euch gerade sofort die 3 entstandenen Bilder nebeneinander und nachher schauen wir doch, was wir da für einen Unterschied sehen. Meine Voraussagen waren gar nicht so schlecht. Hier seht ihr jetzt nämlich die 3 Bilder, die entstanden sind. Das oberste Bild mit normalem Leitungswasser sieht super aus, hat aber eben so ein bisschen leichte Verunreinigungen drin. Das zweite Bild, da haben wir unser destilliertes Wasser und ich finde, es ist wirklich ein bisschen klarer als das Ganze. Also auch da hatte ich recht gehabt. Beim dritten, beim Glycerin, dort ist leider das Negative wahr gewesen. Ja, ihr seht es hier, der Tropfen ist sehr trüb, das hat sich nicht bewährt und es ist wirklich auch so, ich hatte grosse Mühe gehabt, den Tropfen richtig zu platzieren. Der ist mir immer wieder an meinem Blatt im Vordergrund abgerutscht. Also, Glycerin kann ich nicht empfehlen und meine Empfehlung ist, wenn ihr wirklich nach Perfektion strebt, dann wählt destilliertes Wasser, das bekommt man meistens irgendwo in der Apotheke oder kann man sogar in Haushaltswarengeschäften kaufen zum Teil, damit man das ins Glätteisen rein tun kann. Solltet ihr sicher auftreiben können. Und es funktioniert aber auch mit normalem Leitungswasser. Gerade wenn ihr weiches Wasser habt, umso besser. Es funktioniert aber auch sonst. Die Unterschiede sind sehr klein
Aber einfach, wenn ihr sagt, jetzt will ich heute mal wirklich die absolute Perfektion, dann ist da das destillierte Wasser eure Weapon of Choice. Und wenn wir jetzt schon im Perfektionsmodus sind, dann treiben wir es doch gerade auf die Spitze. Wir haben häufig bei diesen Tropfenfotos das Problem, dass wir nicht alles in unserem Bild scharf herbringen. Wir können zwar Blende zutun, aber dann wird dann häufig die Blüte im Hintergrund eigentlich schon fast wieder zu scharf. Also das ist mit einem Makroobjektiv und diesen kleinen Distanzen, die wir hier haben, sehr, sehr schwierig. Und da würde ich heute gerne noch die Technik vom Focus Stacking ausprobieren. Ich tue das nicht im Detail erklären, wenn es dich interessiert und du das noch nicht kennst, dann verlinke ich dir da und unten ebenfalls in der Videobeschreibung ein Video von mir, wo ich eine ausführliche Anleitung dazu gemacht habe. Du musst schauen, kann deine Kamera das überhaupt automatisch? Man kann es auch manuell machen, dann braucht man aber eigentlich so einen Schlitten, wo man millimeterweise die Kamera verschieben kann. Also eine fortgeschrittene Technik sicher, aber ich würde gerne mit dieser Technik hier jetzt noch ausprobieren. Schaffen es, dass der ganze Tropfen, das ganze Blütenblatt im Vordergrund plus die gespiegelte Blüte drinnen ebenfalls noch scharf ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es gewisse Probleme gibt in der Software vom Zusammenrechnen von diesen Einzelbildern, die ich hier mache, mit verschiedenen Schärfepunkten, dass sie vielleicht Mühe hat mit der Rundung von unserem Wassertropfen plus noch der Spiegelung drinnen, weil es vielleicht Verschiebungen gibt. Aber probieren geht über studieren. Ich stelle das so ein, dass ich die Schärfe vorne anfange und dann mache ich wahrscheinlich hier 50 Einzelbilder, tue mich ganz tropfen, probiere in kleinen Scheibchen immer jeden Punkt scharf zu stellen, das so fotografieren und ich nehme euch näher mit zu mir auf den PC und zeige euch noch, wie dass man die Bilder dort zusammenrechnet. Und da wären wir in Lightroom Classic. Jetzt alle meine Bilder in das Programm reingeladen, haben wir die 50 von einer Serie markiert hier unten, gehe mit der rechten Maustaste drauf und tu hier wählen Exportieren und zwar mache ich das jetzt hier in Helicon Focus. Man könnte das ganze Stacking auch in Photoshop machen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass es in Photoshop nicht ganz so präzise und zuverlässig funktioniert. Und darum habe ich mir die Spezialsoftware für das Focus Stacking Helicon Focus geleistet. Die ist nicht extrem teuer. Wenn man das regelmäßig macht, ist das sicher etwas, wo man sich kann geben mal. Aber wenn man es nur selten mal macht, sicher nicht. So, jetzt sind die 50 Bilder hier gestapelt, reingeladen und ich habe jetzt das Programm, die Bilder hier rendern. Das geht einen kleinen Moment gerade. Ich tue das vielleicht hier in meinem Video ein bisschen beschleunigen, dass ihr nicht zu lange warten müsst. Aber jetzt sehen wir schon, da passiert nämlich etwas. Jetzt tut die Software die Bildinformationen da hier lesen und geht in all diesen 5 Bildern schauen, was ist scharf und wo nicht. Das wird da so mit dem interessanten Muster dargestellt. Wir sehen hier den Tropf und Blätter erkennen wir auch von unserer Pflanze. Sobald das dann die Analyse fertig ist, fährt das Programm die Bilder anfangen zusammenrechnen und nimmt von jedem Bild nur den scharfen Teil und setzt die zu einem neuen Bild zusammen. Voilà. Und das fängt jetzt an. Jetzt sieht man da die hellen Strichli. Ich hoffe, ihr erkennt das. Das sind jetzt die scharfen Stellen. Das sind die Blätter. Ihr seht da, wie sich das Licht bewegt vielleicht. Das Programm tut da automatisch, falls wir da nicht ganz ruhig waren mit unserem Stativ, tut das probieren schön übereinander zu schieben, so dass das alles dann perfekt zusammenliegt. Und ich kann jetzt das da hier noch vergrößern und dann sehen wir jetzt hier, dass der Wassertropfen aussen ganz scharf ist. Ich habe jetzt hier Bilder gewählt, wo der Schärfepunkt nicht stimmt. Wir sehen nämlich jetzt da in der
im Tropfen innen, dass das nicht stimmt. Die Schärfe ist hier vor auf dem Blatt. Das ist nämlich jetzt perfekt im Gegensatz zu da. Also funktionieren tut es, sieht auch ganz cool aus. Das ist so, wie es funktioniert. Und wenn wir dann noch einen scharfen Tropfen hätten, das seht ihr dann auch noch bei meinen Bildern am Schluss von diesem Video, dann wäre der natürlich auch scharf. Aber das ist so, wie es funktioniert. Am Schluss können wir die ganze Sache noch speichern und dann, ja genau, hier im gleichen Ordner speichern und das Programm schließen und dann haben wir unser fertiges, scharfes Bild. Und das wäre das. So, und jetzt gehen wir wieder zurück aus der PCA. Schlussfazit. Hey, und wir sind am Ende vom heutigen Video und kommen noch zu meinem Schlussfazit. Also, zusammenfassend kann man sagen, grundsätzlich eigentlich einfach. Man muss einfach Lust haben ein bisschen zum Spielen und mit Vorzug hat man eine Makrolinse. Dann ist der Aufbau eigentlich keine Hexerei. Die Distanzen sind entscheidend, darauf immer achten. Bei den Flüssigkeiten sicher mit Wasser arbeiten. Normales Leitungswasser funktioniert. Die Krone wäre noch das destillierte Wasser. Und wenn du wirklich willst, zur absoluten Perfektion kommen, funktioniert das Ganze ebenfalls mit Focus Stacking und dann bringt man hier wirklich fantastische Bildresultate her als Resultat. Und zum Schluss bleibt mir jetzt noch euch ein paar von meinen entstandenen Bildern zu zeigen mit dieser Technik. Ich schreibe immer dazu, welche Technik das ich gebraucht habe, ob ich ein Focus Stacking habe gemacht und auch welche Flüssigkeit das ist im Spiel war. Und jetzt wünsche ich euch wie immer selber viel Spass beim Ausprobieren, immer gut Licht. Vergesst das hier nicht, um meinem Kanal zu folgen, wenn ihr interessiert seid an Tipps und Tricks rund um die faszinierende Fotografie. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.